Mit Monaco habe ich jetzt schon meinen Frieden geschlossen. Jetzt muss ich noch irgendwie in Ungarn versuchen, hier einen Friedenspakt abzuschließen. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall mal eine gute Position jetzt zu erreichen, dass ich sagen kann, okay, Ungarn ist dieser eine Zahnarztbesuch im Jahr wert. Oder alle halbe Jahr, je nachdem. Aber wir haben bedecktes Wetter. Heißt, es könnte eventuell regnen, aber soll es eigentlich gar nicht. Ah, super, DRS habe ich wieder nicht. Na gut, auf der Strecke ist das jetzt auch ehrlich gesagt nicht so von Bedeutung. Weil DRS gibt es eigentlich nur am Anfang. Und dann bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie ich hier durchfahre. Bislang eigentlich ganz gut, aber ich habe ja hier mal einen speziellen Sektor, Sektor 2, der mir übelst auf den Sack geht. Da verstehe ich nicht, verlängert das doch einfach. Hier einfach eine lange Gerade, anstatt so viele kleine enge Kurven, aber mit dieser neuen Lenkung vielleicht klappt das ja besser. Dann kann ich nämlich hier, zack, schon mal nach rechts einlenken, besser bremsen. Also das hat im Training besser geklappt. Und das bringt uns glatt mal auf Platz 4 hier. So, dann hier noch einmal rum. Ich bin schon zufrieden, wenn ich ganz ehrlicherweise Zehnter werde. Auch wenn ich die letzten Rennen ja teilweise auch gewonnen habe. Aber hier in Ungarn, da bin ich echt immer froh, wenn ich halbwegs gut ins Ziel reinfahre. Also mindestens Zehnter, aber wir sind ja Fünfter. Also wir müssen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Letzte Kurve hier, letzten Meter. Das wird sogar Vierter, Fünfter, Sechster. Mal gucken. Es wird Platz 5. Gute Platzierung. Da kann man, glaube ich, im Rennen noch einiges gut machen. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Verstappen, Perez und George Russell. Fürs Erste verabschiede ich mich jetzt von Ihnen, aber richtig los geht's ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es richtig zur Sache geht. Also das gleiche Bild wie immer, Red Bull meistens vorne, dann hier zwischen irgendwo Fernando Alonso, diesmal auf 8. Von der Rangliste her ist das sehr, sehr eng. Schaut euch das an, die ersten 6 Plätze sind nur von 30 Punkten getrennt. Also das verspricht wirklich eine richtig, richtig spannende Weltmeisterschaft noch zu werden. Starten wir rein, auf geht's. So, dann starten wir rein mit der Soft-Medium-Variante. Ich bin mal gespannt, was die anderen machen. Die anderen sind auch alle auf Softs unterwegs, so wie ich das sehe. Los geht's. Halbwegs guter Start hinter Russell, der versucht es gleich mal. Oh, Vorsicht, ganz außen, jawohl. Bisschen Rasen mitgenommen, aber an Verstappen vorbei. Jetzt wird es in der ersten Kurve eng. Aber nicht zu eng. Achtung, nee, Perez hat Mediums und Verstappen auch. Also Red Bull hat eine andere Strategie. Und meine Strategie ist, das Rennen hier zu gewinnen. Im besten Fall. Jetzt liegen wir erstmal vorne, aber Momentaufnahme. Ich glaube, da wird sich noch einiges tun, besonders in Sektor 2. Da bin ich mal gespannt. Habt ihr auch wieder diesen Boost bekommen nach dieser... Ja, wie nennt man das? Haarnadel hier? Also nach dieser Kurve, da kriegen sie ja immer noch einen Boost nach der Rechts-Links-Passage. Da bin ich mal gespannt, ob das auch in diesem Jahr so sein wird. Aber ich sehe mich dieses Jahr ein bisschen besser gewappnet. Durch diese neue Lenkanimation. Und dieses neue Lenkverhalten, dass man direkt wieder einlenken kann. Hilft mir bislang auch hier in Ungarn weiter. Vielleicht ist das auch die Neuerung gewesen, die ich gebraucht habe, um hier auch besser zu bestehen. Und momentan komme ich hier erstmal ganz gut durch. Erste Runde, die Starts kriegen wir sowieso immer gut hin, warum auch immer. Das ist wohl dieses Jahr unser Steckenpferd. Aber denn, oh, schon ganz weit rausgekommen. Erste Unsicherheit, aber wir haben das wieder hingekriegt. Und dann auf der langen Geraden muss ich halt mit ERS Vollgas geben. Wenn die dann DRS kriegen, wird es ganz schön heikel. 1,24,550. Dann müsst ihr dann immer noch mal 5 Sekunden abziehen oder 6 Sekunden. Ja, und die da hinten, die machen sich das Leben erstmal selber schwer. Das ist okay, sollen sie machen. Lasst mich da raus. Dann wird das mega, mega spannend. Also ich freue mich, dass es bei der Fahrerwertung so knapp beieinander ist. 30 Punkte, wie gesagt, der 6. auf den 1. Da kann sich also in jedem Rennen die Rangliste wieder verändern. Und wir könnten, wenn wir gewinnen sollten und die anderen dementsprechend Platzierungen haben, können wir noch weiter nach vorne rücken. Wir haben ja dann noch Frankreich, wir haben Italien dann, wir haben die Niederlande, Belgien. Also wir haben dann auch Strecken dabei, die mir wirklich liegen. Von daher jetzt viele Punkte holen. Und dann krönen wir uns am Ende wieder, Achtung, zum Weltmeister. Es sei denn, wir lassen hier die Rasenheile. Ja, Russell kommt nämlich schon. Ich glaube, da gibt es auch eine DRS-Zone, kann das sein? So, hier gut rumkommen. Ah, die Kurve kriege ich nicht gut. Die kriege ich bislang nicht gut. So, jetzt kriegt DRS eine ganz andere Gewichtung rum hier und let's go.
1,20, 1,17, 1,19 von Russell. Also ihr seht, was für Rundenzeiten hier möglich sind. Eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Gut, hier wird der DRS klingen, aber hier finde ich, bringt das gar nicht so viel, weil diese Gerade ist gar nicht so lang. Aber ich meine, es gibt auch eine bestimmte, oh, was mache ich denn hier? Eine bestimmte Regelung, vielleicht. Wie viel DRS-Zonen man pro Strecke haben muss, ist das vielleicht so? Jetzt ist Russell schon da, probiert's. Achso, und ich hatte ja recht. Ich glaube, der Kirito, der hat reingeschrieben in Österreich, als ich mich gewundert habe, was diese lila Flaggen da bedeuten. Das ist für den schnellsten Sektor. Also immer, wenn man den schnellsten Sektor gefahren hat, gibt es wohl diese lila Flagge. Von daher hatte ich doch mit meiner Vermutung nicht so ganz unrecht. Und die Vermutung hier ist auch nicht ganz schlecht. Hier gibt Russell nochmal Gas. Ich mache ihm innen die Tür auf, aber mache dann wieder zu. Das wird jetzt heikel, wenn die anderen dahinter auch rankommen. Verstappen und Hamilton. Das wird jetzt auf Start und Ziel richtig spannend. So, jetzt hier Gas geben. Gut wegkommen und dann jetzt verteidigen, so gut wie es geht. Jetzt müssen die anderen dahinter aber auch. Das wird sehr, sehr spannend. Russell kommt angeflogen, aber schafft es natürlich nicht. Zunächst mal, aber hier kann er jetzt natürlich auch nochmal ein paar Meter aufholen. Und ob ich das über 14 Runden durchhalte, mal mindestens bis zur Boxengasse. Und dann schauen wir mal, was noch so geht. Ich glaube, nach Regen sieht das nicht aus. Die Wolken sind zwar dicht, also es ist bedeckt. Mal auch wieder andere Voraussetzungen. Bedeckt bin ich auch noch nie gefahren. Jetzt haben wir einmal Regen, sonst Sonne. Und tatsächlich durchfahre ich Sektor 2 besser, als ich gedacht habe. Also diese neue Lenkanimation oder dieses neue Lenkverhalten, das bringt wirklich was. Vielleicht auch dann in Singapur, müssen wir ja auch diesmal fahren. Da gibt es ja auch teilweise sehr, sehr enge Kurven hintereinander. So, hier komme ich nicht gut weg. Ein bisschen Vorsprung haben wir vor Perez. So, jetzt Russell. Aber ich kann mich ganz gut verteidigen noch. 2-0-2, 2-1. Jetzt kommt er ran. Aber bislang riskiert er auch nicht. Das heißt, wir haben also noch ein bisschen Ruhe. Mal schauen, wie lange. Hamilton auf 5, Red Bull auch diesmal wieder ein bisschen stärker. Die haben ja in den letzten Rennen auch ein bisschen abgebaut. Vorsicht, nicht abkürzen. Deshalb sind ja die anderen so nah rangekommen. Oh, Achtung, gelber Curb. Das war der Fehler. Auf diesen gelben Curb rauf zu gehen. Achtung. Kurve kommt. Bisschen Zweikampf gegen Russell und schon sind die anderen auch wieder da. Da bleibt man dann kerzengerade drauf. Schlittert wie auf so einer Schiene. Und jetzt hat Russell das Problem mit den anderen. Die können mich jetzt erstmal in Ruhe lassen. Achtung, auch hier ganz, ganz gefährliche Stelle. Aber ein Drittel ist schon mal geschafft. Und das läuft wirklich besser als gedacht. Wir können uns also auf die guten Starts verlassen. Zwar nicht immer, aber hier zeigt sich das mal wieder. So, jetzt zeigt sich, dass wahrscheinlich Russell uns jetzt überholen wird. Ja, jetzt können wir uns auch nicht verteidigen, oder? Zumindest bis Kurve 1. Oh, das wird eng. Ich bremse extra ein bisschen später und fahre ganz außen rum. Aber nein, jetzt ist Russell vorbei. Jetzt hat er es geschafft. Kriegt auch nochmal DRS. Na gut, schade. Aber es gibt ja noch genügend Möglichkeiten. Jetzt können wir mit DRS wieder versuchen ranzukommen. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn wir mal Zweiter sind. Dann kriegt Russell nämlich vorne kein extra Speed, aber der kann uns jetzt natürlich hier wegziehen, ne, in dem Sektor. Und dann gucken wir ein bisschen blöd aus der Wäsche, so wie wir fahren hier. Ah, zack, und schon sind wir raus aus dem DRS-Fenster. Das ist Wahnsinn, wie schnell das geht. Und jetzt nehme ich auch gerade hier den Sektor nicht gut.
1,5 Sekunden schon. Ihr seht, wie groß dieser Vorsprung einfach wird. Sektor 2 in Ungarn. Wie gesagt, das ist auch ein Abschnitt, den würde ich mit einbauen, wenn ich eine große Strecke bauen müsste mit ungeliebten Abschnitten. Dann wäre Sektor 2 in Ungarn auf jeden Fall gleich mit dabei. Da würde ich wahrscheinlich den Start und die Boxengassen aufstellen. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Das ist natürlich jetzt schon ein großer Abstand hier. 2 Sekunden auf Russell. Wenn ich da nicht irgendwo ein bisschen aufhole und die anderen kommen natürlich ran. Ne? Perez, Verstappen, Hamilton. Da machst du nix. Da machst du ehrlich gesagt nichts, ey. Schade. Aber mindestens Platz 10 habe ich als Ziel ausgegeben. Jetzt will ich zumindest Fünfter werden. Nachdem ich schon von Platz 5 gestartet bin. So, auch hier wieder die Frage, kriegen die diesen kleinen Boost oder nicht? Boah, ich fahre hier wie ein Amateur durch, ey, wirklich. Ich merke das jedes Mal. Wahnsinn, und deswegen holen die auch so viel auf. 0,2, das muss ich ein bisschen aufmachen. Und vorne Russell, der hat natürlich jetzt Vorsprung, 3 Sekunden fast schon. Dürfte schon gefühlt der Rennsieg sein. Es sei denn, ich habe unerwarteterweise irgendeinen Wingman dann nach der Boxengasse, sodass dann andere Fahrer ihn aufhalten können. So, jetzt zieht der erste Red Bull wahrscheinlich an mir vorbei, oder? Sergio Perez, ja, er versucht's. Ganz eng hier vorbei. Verstappen ist auch nah bei uns. Aber Achtung, ich versuche hier ganz innen vorbei mit Sergio Perez. Oh, das wird viel zu eng. Das geht doch nicht gut hier. Und habe somit gesorgt, dass Verstappen, ja, Dritter ist, Vierter. Hamilton dahinter. Jetzt habe ich was ausgelöst. Vielleicht behaken die sich ja, vielleicht gibt es ja da mal einen Unfall. 1 Sekunde Vorsprung. Verstappen jetzt neuer Dritter. Russell schon 4 Sekunden weg. Also das ist Wahnsinn, wie der nach dem Überholmanöver weggezogen ist. Wahnsinn. Und wir krepeln uns hier hinten einen ab, ey, mit den beiden Red Bullen, mit Hamilton. Und ansonsten ist das Feld hier auch noch ganz eng zusammen. So, Vorsicht, jetzt muss ich ein bisschen verteidigen. Achtung, Ideallinie. Oh, da wäre ich doch drauf. Dann wäre ich gerammt von Verstappen. Ja, die Nicklichkeiten werden größer. Oh, und ich durchfahre die Kurve hier echt wie ein Amateur. Es fängt schon wieder an. Der Anfang war so vielversprechend, aber gut, wenn jetzt auch die Reifen mehr oder mehr verschleißt sind. Ja, vorne fast 40%, hinten sind wir an eine 30 dran. So, 0,3. Jetzt muss ich versuchen. Ne, Verstappen. Das schafft er nicht. Zumindest die eine Runde noch auf Platz 2 zu bleiben. Und dann ist alles offen, glaube ich. Verstappen und Perez bleiben, denke ich mal, ein bisschen länger draußen. Weil die Mediums haben. Ach, und mein DRS natürlich. Aber gut, momentan kann ich das eh nicht gebrauchen. Von daher alles gut. 5,5 Sekunden, es ist schon wahnsinnig viel. Da haben die ein Glück, dass das DRS dann gerade ausfällt, wenn ich es eh nicht benutzen kann. Aber das fällt ganz schön oft aus, ne? Kann das sein? Das ist in der letzten Saison auch schon ganz schön oft ausgefallen. So, Vorsicht, nicht den ganzen Körper immer mitnehmen. Oh, und hier schleiche ich wieder durch die Kurve. Das DRS hat einen Fehler. Du wirst den Heckflügel nicht öffnen können. Wir suchen nach einer Lösung. Bleib auf der Strecke. Sucht mal. Nee, ich bleibe jetzt nicht auf der Strecke. Ich fahre jetzt erstmal in eine Boxengasse rein. Und dann hole ich mir die Mediums und die anderen. Mal gucken, was sie machen. Russell, mal gucken, ob der auch schon reingeht. Oder ob er Hamilton erstmal den Vortritt lässt. Nee, er lässt Hamilton erstmal den Vortritt. Das kann was Gutes heißen oder auch nicht. Mal gucken, werden wir gleich erfahren. Ein Undercut wird es nicht werden, glaube ich, gegen Russell, weil dafür sind wir einfach zu weit weg. So, jetzt die Frage, ob wir auch vor Verstappen wieder rauskommen. Wir brauchen jetzt den schnelleren Boxenstopp. Komm, zack, 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 beeil dich. Da fahren die anderen. Oh, wie viel sind denn hier drin? Ja, dann kommen wir auch hinter Verstappen raus. Ja, und hinter Hamilton, genau. Das ist doch scheiße gelaufen, ey.
Das ist richtig, richtig scheiße gelaufen. Wir sind jetzt hinter allen anderen zurückgefallen. Verstappen und ich glaube Sainz war's. Unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Wahnsinn, also das ist halt scheiße. Guck mal, du bist drin und dann fahren die anderen an dir vorbei. Und dann habe ich da keinen Platz, mich nochmal da einzureihen. Das ist natürlich bitter. Das ist natürlich bitter. Jetzt müssen wir zusehen. Also muss ich meine Aussage doch nochmal revidieren und sagen, Platz 10 ist jetzt so das Mindeste, aber vorne sind ja noch viele, die waren noch nicht drin. Ne? Aber Ocon, dass wir hinter Ocon rausgekommen sind, das hat mich echt schon überrascht. Dann war der auch auf Mediums wohl unterwegs, wenn der jetzt die Softs hat. Ja, bitter, bitter. Aber man kann sich ändern. Wir können jetzt nur hoffen, dass wir eventuell schnell genug sind, um zumindest mal an Norris vorbeizukommen. Wir haben nämlich ganz schön viel Zeit auch dadurch verloren. An Russell kommen wir nicht ran, das ist eh vorbei. Der ist nämlich jetzt schon wieder fertig. Das nächste Mal gehe ich echt eine Runde später rein, dass ich diesen ganzen Verkehrsstau nicht habe. So, jetzt die Frage. Da ist gleich ganz, ganz viel los an der Boxenausfahrt. Wir werden viele überholen, aber fragt sich nur, wie viele. Oh, da kommen sie alle raus. Das wird jetzt ein schönes Geknubbel. Da ist Norris. Schaffen wir es vielleicht? Neben unserem Teamkollegen. Ja, 7., nee, 9. Platz ist es. Der ist auch auf harten Reifen unterwegs jetzt. Ich habe die Medium-Variante gewählt. So, jetzt haben wir Ocon, Sainz, Hamilton. Ocon ist 8. ey. Hätte mir das mal einer erzählt. So, und ganz vorne fährt Russell einsam und allein seine Runden. Der wird also das Rennen, denke ich, gewinnen. Da passiert nichts mehr. Aber was passiert dann dahinter? Da ist noch alles offen. Achtung, wieder gelber Curb. Oh, da bleibe ich wieder ein Stück gerade. So, und Sektor 2. Hier darf ich jetzt nicht reinchoken. Ey, jetzt muss ich hier dranbleiben. Jetzt bräuchte ich mein DRS wieder, aber es funktioniert nicht. Das ist immer noch das rote Ausrufezeichen. Jetzt bräuchte ich das. Jungs, arbeitet mal schneller. So ein bisschen. Wäre ganz gut, ehrlich gesagt. So, aber wo willst du hier überholen? In Ungarn ist das auch so dermaßen schwer. Außer auf Start und Ziel hier irgendwie zu überholen. So, deswegen ERS angeschaltet, dass ich vorne mal mithalten kann, weil DRS habe ich nicht. Jetzt gibt es vorne Überholmanöver. Vielleicht ein Crash oder so. Oh, 3 Mann in der ersten Kurve. Achtung. Da kommt Sainz. Da ist Sainz. Und da bin ich und bin 8. Gut gemacht. Schön überholt. So, der nächste ist Sainz in der Reihe. Vorne Hamilton. Oh, Alonso gegen Verstappen. Alonso ist auch immer gut vorne mit dabei. Im Aston Martin. Nicht nur, dass er im Qualifying immer unter den ersten 6 ist, mindestens. Jetzt ist er sogar vorne noch mit dabei. Aber das kann auch ganz schnell anders aussehen. Das kann auch ganz, ganz eng werden. Ist Alonso 4. Überragend, ey. So, Vorsicht, Sainz. Oh, hat er sich verbremst? Oder gibt es Motorschaden? Nee, der hat sich verbremst. Glaube ich, ja. Oh, oder? Frontflügel? Nee, Frontflügel ist doch alles okay. Der hat sich einfach verbremst. Sehr schön. Fehler ausgenutzt, 7. Platz. Nehme ich gerne mit. Oh, Vorsicht. Oder ist doch jetzt was Ernsteres? Nee, aber es gibt eine gelbe Flagge. Ah, Alonso, das gibt's nicht. Da raucht das Auto. Ach, ist das bitter. Sein Auto konnte es wohl nicht aushalten, den Druck auf Platz 4. Ah, das ist ja bitter. Jetzt bist du dann einmal 4., hast wirklich realistische Chancen auf ein paar Punkte und dann musst du das Auto abstellen. Jetzt vorne Hamilton, Verstappen und ich kriege wieder DRS. Vielleicht bin ich hier der lachende Dritte. Verstappen, Achtung. Perfekt. Also es ist noch nicht vorbei hier. Fürs Podium wird es, denke ich, nicht reichen. Dazu haben wir halt den ersten Platz zu leicht hergeben und dann natürlich die Boxengasse. Das war auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Wenn wir da einfach vor allen anderen rausgekommen wären, wären wir locker auf dem Podium. Aber gut, auch wieder gelernt in Ungarn vielleicht. Oh, eine Runde länger draußen bleiben als die anderen. Damit du diese ganzen Staus hier vermeidest. Und dann wird Mercedes auch wieder ein bisschen aufholen in Person von Russell. Weil Sergio Perez gewinnt nicht, der wird Zweiter.
Dann haben wir Leclerc auf der 3, Hamilton und dann Verstappen und dann wir. Also könnte es vielleicht doch noch was mit Platz 5 werden. Aber das wird dann das höchste der Gefühle sein. So, Kurve gut genommen. Ja, jetzt sind wir hinten dran. Und jetzt müsste das eigentlich schon mit dem Teufel zugehen, dass wir ihn nicht überholen. Bin sogar zu schnell für ihn hier in der Kurve. Und der Verstappen kriegt keinen DRS. Das heißt, jetzt ist Überholtime, Baby. Yeah, zack, vorbei. Da kann der Holländer nur blöd aus der Wäsche gucken. Und wir kriegen sogar nochmal DRS. Und Verstappen wird vielleicht auch von Sainz gecatcht. Also Verstappen in Rennen, das ist in der letzten Zeit auch echt mager. Im Qualifying sind sie immer vorne mit dabei, aber dann beim Start werden sie schon überholt. Setz deinen Vordermann unter Druck. Vielleicht macht er einen Fehler. Er liegt nur 2 Sekunden vorn. Naja, ich versuche ja alles, Jeff. Ich versuche ja alles, aber vorne an Hamilton werden wir nicht mehr rankommen. Leclerc sowieso nicht und die anderen, die sind eh in weite Ferne gerückt. Vor allem der Abstand zwischen Russell und Sergio Perez, das ist echt bemerkenswert. Daran sieht man auch, wie stark der Mercedes ist, einfach. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wir holen auch wieder ein paar Punkte, klar. Für ganz vorne wird es natürlich noch nicht reichen, das hätte es auch sowieso nicht. Aber das Feld rückt immer enger zusammen, weil es gibt in jedem Rennen gibt es andere Endplatzierungen. Ja, ich gewinne auch nicht jedes Rennen. Verstappen, Perez, die landen auch nicht immer auf dem Podium. Hamilton und ab und zu Russell, die streiten sich vorne mal um den Sieg. So, und wir können Verstappen auch erstmal verteidigen. Der hat jetzt mit Sainz zu tun. Der wird auch jetzt von Sainz gecatcht. Ja, das wird er nicht schaffen. Hinter dir fällt zurück. Eine Lücke bildet sich. Platz 7 schon für Verstappen. Also das ist somit die größte Enttäuschung bislang in der Saison. Der hat so gut begonnen. Genauso wie Perez. Aber Perez hat sich jetzt scheinbar so ein bisschen gefangen. Ja, oder Verstappen liegt halt Ungarn einfach auch nicht. So wie mir, aber mit Platz 5, da kann ich super leben. Da bin ich dann zufrieden. Wollte ich ja eigentlich unter die ersten 10 kommen, bin ich jetzt unter den ersten 5. Stand jetzt. Stand jetzt bleibe ich. Ne? Grüße an Adi Hütter und Nico Kovac. Und Sektor 2 habe ich auch bis auf 3-4 Runden wirklich ganz gut hinbekommen. Also nochmal da Props an diese neue Lenkfunktion, Lenkanimation, je nachdem. Das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und das merkt man auch besonders in so Abschnitten wie hier. So, 3 Sekunden vorne Hamilton. Ihr seht, ey, wie wenig Chancen ich hier auch habe, vorne dran zu bleiben. Jetzt kommt Sainz wahrscheinlich auch noch an mir vorbei. Das ist, ja, wäre auch noch okay, aber ich will es natürlich jetzt mit allen Mitteln verteidigen. So ist es nicht. Ich gebe den Platz natürlich nicht hier kampflos her. Und Ocon ist 7. Also Verstappen, der wird ganz schön durchgereicht. Gut, Ocon ist auf den schnelleren Reifen unterwegs, ne? Auf Softs. Ich weiß nicht, was Verstappen drauf hatte. Ich glaube, der hatte auch die harten Reifen drauf. Ja, und da ist Sainz auch schnell, ganz schnell unterwegs. Okay, Abstand zum Auto vor dir. 3,4 Sekunden. Ja, also heute überhaupt keine Chance auf den Rennsieg. Ich glaube spätestens... Wobei, wer weiß, wenn ich diesen einen Fehler nicht gemacht hätte, aber dann spätestens auf Start und Ziel hätte mich Russell dann überholt. Dann hätte sich das ein bisschen nach hinten verzögert. Aber dann wäre ich auch ein bisschen idealer in die Boxengasse vielleicht reingefahren. Keine Ahnung, ist ja jetzt auch egal. Wir können es eh nicht mehr ändern. Sainz, ja, okay. Bisschen zurückgefallen gerade. Oh, auch hier, da stehe ich gefühlt in der Kurve, wenn ich so lange brauche. So, jetzt kommt Sainz mit DRS. Und ich muss mich mit dem Rest ERS, was ich habe, verteidigen. Er versucht, aber ich mache die Lücke zu. Und Ocon hat natürlich auch noch eine theoretische Chance, da nochmal ranzukommen, wenn wir uns jetzt hier aufhalten. Dann ist Ocon wahrscheinlich der lachende Dritte und wird dann Fünfter. Vergiss nicht dein Reifenmanagement. Ja, ich bin schon dabei.
Ich habe schon gesehen, einige Male bin ich nicht so ganz auf der Ideallinie gefahren. Da haben die Reifen, oh, Vorsicht, bisschen mehr Gummi mit aufgenommen. Ne, oder Schmutz, nicht Gummi, einfach Schmutz mit aufgenommen. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Nee, Sainz, da kommst du nicht vorbei. Achtung. Ideallinie immer mal gucken. Rote Pfeile deuten immer auf nichts Gutes hin. So, und jetzt gilt es nochmal. Eine Runde, Platz 5 hier mit allen Mitteln, die ich habe, zu verteidigen. Jetzt muss ich mich zweimal mit ERS verteidigen. Ah, das war nicht so gut reingekommen in die Kurve. Und jetzt kommt Sainz. Achtung. Bleibt hinter mir. Ich nehme ein bisschen Gummi auf dafür. Achtung. Kurve 1. Klappt. Ja, klappt gut. Sind wir noch vor ihm. Ich möchte gar nicht auf den Reifenverschleiß gucken. Egal. Es ist auch eine große Lücke zwischen Sergio Perez und Leclerc. Also die vorne heute, die waren einfach unerreichbar. Da habe ich die ersten Runden gut mitgehalten. War ich mal vorne, aber im Prinzip war das sehr, sehr aussichtslos. Dafür aber Platz 5 bzw. Platz 6, wenn Sainz mich doch noch irgendwie überholen sollte. Das ist ein super Ergebnis, wie ich finde. Wir bleiben vorne dran. In der Fahrerwertung, wir lassen nicht ganz so viel federn. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie sich das verschiebt. Weil Verstappen holt wenig Punkte. Sergio Perez wird auch nur Zweiter, aber der wird dann vielleicht den Vorsprung vor Russell ganz knapp behalten. Hamilton, Leclerc haben auch wieder unterschiedliche Platzierungen. Ja, und Sainz hat jetzt abfedern lassen, also 0,7. Das wird im Normalfall reichen für Platz 5. Schönes Rennen in Ungarn. Sehr kurzweilig, wie ich finde. Der Boxenstopp hat mich so ein bisschen geärgert, dass wir da so lange gebraucht haben. Aber gut, lag nicht an uns, lag an den anderen. Von daher sind wir zufrieden. Sind wir zufrieden. 5. Platz. Alles gut. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Mercedes hat also gewonnen. Was für ein tolles Rennen. Was denkst du, Stefan? Wo hatten sie heute den entscheidenden Vorteil? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst, und so weit nach vorne ins Feld fahren. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Dieses Ergebnis wird Sergio Perez glücklich machen, denn er baut seine Führung in der WM weiter aus. Wir haben heute einige beeindruckende Leistungen auf der Strecke gesehen, Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch zu bahnen. Er ist definitiv mein Fahrer des Tages. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Keine Veränderung an der Spitze, aber mit den Punkten von heute wird die Führung deutlich wackeliger. Wow, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Also EA und Codemasters, ich weiß, ihr habt jetzt eine Kooperation, aber bitte überarbeitet eure Samples. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Verstappen ist von der 1 gestartet, ist auf die 10 sogar noch runtergefallen. Ich dachte, der wäre auf der 8 hinter Ocon. Der ist auf Platz 10 gefallen und ist Fahrer des Tages. Ergibt für mich gar keinen Sinn. Naja, egal. Also, Russell gewinnt, Sergio Perez behält seinen Platz, wir auch, Hamilton, Leclerc. Dadurch, achso, ist überhaupt, ja klar, ist einer ausgeschieden, Alonso, 8. Platz, deswegen gab es so viele Veränderungen. Schade für ihn eigentlich. So, Rangliste sieht wie folgt aus. Oh. Das rückt ganz, ganz eng zusammen. Minus 22, 24, 25.
Hamilton hat 35 Punkte, wir 37 Punkte Rückstand. Aber ihr seht, mit jedem Rennen, lasst mal Sergio Perez jetzt im nächsten Rennen 7., 8. werden und Russell wieder gewinnen oder Leclerc, dann ist der Erster. Also es wird ein ganz, ganz munteres Hin und Her. Auch hier bei der Konstrukteurswertung, da ist Red Bull gar nicht so weit vorne. Also das wird richtig spannend und genau so soll es ja auch sein. Ein Glück haben wir dieses Duell hier gewonnen, gegen Sainz wieder ganz knapp 4:3. Ich liebe diese Spannung einfach. Es ist doch so viel, viel interessanter, als wenn jetzt schon wieder 1, 2 Leute, keine Ahnung, gefühlt 100 Punkte Vorsprung hätten und das unter sich ausmachen. Deswegen jede Karriere, wo es bis zum Schluss spannend ist, ist einfach eine geile Karriere, egal in welchem Spiel. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Wer da kein Fan von ist, ey, der hat den Sport nie geliebt. So. Jetzt haben wir 2476. Jetzt gucke ich mal, ob ich vielleicht noch ein Upgrade machen kann. Das dann vielleicht bis zu, ja, eine der nächsten Rennen fertig wird. Ja, das wird erst nach Zandvoort fertig. Okay, das war's dann. Aber wir holen ja uns im Training dann nochmal ein bisschen was ab. Guck mal, 4. Platz. Wir sind auf fast gleicher Höhe mit Mercedes, Ferrari, Red Bull. Dafür, dass wir am Anfang da standen, wo Williams jetzt steht. Das war also wirklich schon überraschend. Und jetzt natürlich Belgien, auch mit einer meiner Lieblingsstrecken. Die würde ich sogar unter die Top 3 packen. Ich muss mal so eine Rangliste erstellen. Vielleicht mache ich mal so meine Top 10 oder Top 5 Lieblingsstrecken in F1, Formel 1 generell. Also Belgien ist schon stark. Doch, ist schon eine schöne Strecke. Macht schon viel Spaß. Kann man seine ganze Geschwindigkeit ausfahren. Jetzt wird sich halt zeigen, ach, Sprintrennen, okay. Das war im letzten Jahr auch noch anders. Wie gesagt, dadurch, dass jetzt einfach 2 Strecken mehr sind mit Las Vegas und mit Katar, gibt es natürlich auch 2 Sprintrennen mehr. In Belgien war noch nie Sprintrennen. Also wir haben hier ein Blitz-Qualifying, haben wir dann, also das Blitz-Qualifying für Sprintrennen haben wir Regen eventuell dabei, Training 2 dann auch, aber dafür im Sprint und im richtigen Rennen haben wir dann Sonnenschein. Ja, perfekt. Ich möchte jetzt nochmal kurz in die einzelnen Abteilungen hier gehen. Da haben wir auch aufgeholt, da sind wir 4. Bei der Chassis, gut, da hinken wir leider ein bisschen hinterher, aber das Haas zum Beispiel auch 2. Also das hat eigentlich gar nichts zu heißen. Hier sind wir auf der 1 immer noch vor Ferrari, also beim Antrieb, da macht uns bislang niemand was vor. Strapazierfähigkeit könnte auch noch ein bisschen besser werden, gerade wenn es dann so an das ERS geht, ne, dass das nicht so schnell verschleißt oder auch der Motor und alle anderen Komponenten. Aber es bleibt spannend. Das ist die Hauptsache und ich freue mich aufs nächste Rennen in Belgien mit Sprintrennen dazu. Viel geiler geht's gar nicht. Also, macht's gut. Ciao, ciao.